Heute befassen wir uns mit dem Thema, wie man legal in den USA eine Waffe kauft, wenn man Ausländer ist und dort auf einem sogenannten Non-Immigrant Visa sich aufhält, also nicht mit einer Green Card. Ich werde ganz oft in der Beratung gefragt, darf man als Ausländer ohne Green Card in den USA überhaupt eine Waffe kaufen? Hast du selbst in den USA eine Waffe? Wie gesagt, ich habe selbst viele Jahre in Texas gelebt, daher auch der Hut so ein bisschen als Gag, den nehme ich gleich ab, und hatte selbst mehrere Waffen, und zwar zuletzt eine Glock-Pistole und ein 36 Browning Jagdgewehr. Mir ist klar, dass die fast unregulierte freie Verfügbarkeit von Schusswaffen in den USA gesellschaftlich ein großes Problem ist und großes Leid verursacht, nicht zuletzt durch die vielen Selbstmorde und Unfälle. Ich selbst habe meinen guten Freund David durch einen Unfall mit einer Schusswaffe verloren. Ich selbst jedoch wollte unbedingt in den USA jagen gehen, als ich dort gelebt habe, und habe außerdem auf einer Ranch in Texas gelebt und fand den Besitz von Schusswaffen in diesem Kontext in Ordnung und auch ethisch voll vertretbar. In diesem Video erkläre ich dir nun, wie auch du eine Schusswaffe in den USA kaufen kannst, ohne, wie gesagt, eine Green Card zu haben. Ich gehe davon aus, dass du ein Non-Immigrant Visa hast, zum Beispiel L-Visum, E-Visum, irgendwie sowas. Und damit kannst du nun die Waffe kaufen. Fakt ist, jeder gesetzestreue Bürger hat durch den zweiten Verfassungszusatz in den USA, das sogenannte Second Amendment, hören wir ja sehr oft in den Nachrichten, ein verfassungsmäßiges Recht, Waffen zu tragen. Er darf so viele Waffen besitzen, wie er möchte. Es gibt keine Einschränkung. Natürlich, bestimmte Dinge sind nicht erlaubt, also Granaten, Maschinengewehre und so. Das kannst du natürlich nicht kaufen. Daher wird natürlich immer wieder jetzt gesagt, sollte man nicht diese Assault Rifles, wie zum Beispiel AR-15, jetzt einschränken in der Verfügbarkeit. Man hat ja auch Maschinengewehre eingeschränkt und würde dadurch eigentlich die verfassungsgemäße Verfügbarkeit von Waffen und das Recht, diese zu tragen, nicht einschränken. Das Recht, eine Waffe zu tragen, erstreckt sich jedoch nicht auf Ausländer, die sich vorübergehend in den USA aufhalten, also jene, die keine Green Card haben. Das Recht, Waffen zu tragen, wurde eben im zweiten Verfassungszusatz so ausgelegt, und auf dieser Grundlage wurden Gesetze und Vorschriften erlassen, die nur für Bürger und Green Card Halter geben. Das entsprechende Gesetz sagt ganz klar, einem mit einem Nicht-Einwanderungsvisa in den Vereinigten Staaten zugelassene Ausländer ist es untersagt, eine Schusswaffe oder Munition zu verschicken, zu transportieren, zu empfangen oder zu besitzen. Tja, an dieser Stelle könnte dieses Video nun ein jähes Ende finden, wenn es nicht eine Ausnahme gäbe, die gleich danach folgt. Es sei denn, so das Gesetz, der Ausländer fällt unter einer der in 18 USC vorhergesehenen Ausnahmen. 922 JC, wie zum Beispiel ein gültiger Jagdschein oder eine gültige Jagderlaubnis, die für rechtmäßige Jagd- oder Sportzwecke zugelassen ist. Ein gültiger Jagdschein oder eine für rechtmäßige Jagd- und Sportzwecke zugelassene Jagderlaubnis erlaubt sogar einem Ausländer damit, der mit einem Nicht-Einwanderungsvisum in den Vereinigten Staaten lebt, den Kauf und Besitz einer Schusswaffe. So, jetzt könntest du ja sagen, oh je, ein Jagdschein, ich kenne das ja aus Deutschland, da muss ich erstmal hier zig Jahre in die Jägerausbildung gehen, zig Prüfungen machen und so weiter und so fort. Es stellt sich aber heraus, dass das in den USA ganz einfach ist. In der Tat, du kannst in vielen Staaten einfach in den Supermarkt laufen, in Walmart, und dir einen solchen Jagdschein für die aktuelle Jagdsaison kaufen. Du musst nicht mal eine Prüfung oder einen Test bestehen. Einfach eine verlängerbare Lizenz kaufen, für Florida zum Beispiel bei gooutdoorsflorida.com. Ich habe meinen Jagdschein in Texas gemacht. Dort wird vorgeschrieben, dass man einen eintägigen Kurs besucht, in dem man vor allem zum Thema Sicherheit und Schusswaffen einiges lernt. Ich, wie viele andere auch, sind dort mit ihren Kids hingegangen, und wir alle haben dann den Jagdschein in der Post bekommen. Ich fand diesen einen Tag sehr hilfreich, habe dort sehr viel theoretisches Wissen gelernt, sehr viele Grundregeln und Prinzipien, und habe dann natürlich auf dem Schießstand eigentlich Schießen gelernt. Der Jagdschein ist also das Erste, was du brauchst, wenn du eine Waffe kaufen willst. Du brauchst danach noch einen
Wohnsitznachweis. Nachdem du deinen Jagdschein erhalten hast, benötigst du als nächstes einen Wohnsitznachweis. Dies kann dein US-Führerschein, ein Mietvertrag, kann auch befristet, kurzfristig sein, eine Stromrechnung, Strom, Gas, Festnetz und so weiter und so fort, ein Fahrzeugschein und vieles mehr sein. Einfach irgendwie ein offizieller Adressnachweis. So, mit diesen Unterlagen gewappnet gehst du nun in ein Waffengeschäft, gibt es ja unendlich viele in jeder Kleinstadt in den USA, und dann deine gewünschte Waffe kaufen. Der Händler wird dann, wie bei jedem anderen Waffenkauf, auch einen Antrag beim Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF, der zuständigen Behörde ausfüllen und, du kannst es kaum glauben, wegfaxen. Das passiert, während du im Geschäft bist. Dies wird zur Durchführung eines Background-Checks verwendet. Hast du irgendwelche Eintragungen in deinem Vorstrafenregister, dann wird es mit dem Waffenkauf leider nichts werden. So, dann geht es ungefähr manchmal 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Dann kommt hier eine Antwort der ATF zurück und dein Antrag wird in jedem Fall mit einem bedingten Nein abgelehnt werden. ATF schreibt eine manuelle Prüfung vor. Das Ganze dauert circa 1 Stunde. So, der Angestellte im Waffenladen wird an dieser Stelle oftmals keine Ahnung mehr haben, was er machen muss. So ist es in den USA. Es wird ja oftmals begegnen. Sonderfälle werden oftmals nicht wirklich korrekt bearbeitet. Das heißt, du musst deinem Gegenüber erklären, was er zu tun hat. Wir rufen jetzt mal hier das PDF dieses Formulars auf. Du musst folgende Informationen hier noch ausfüllen, beziehungsweise den Angestellten des Waffenladens ausfüllen lassen. Bei Frage 20 musst du bitte die Nummer aus deinem I-94-Einreise-Record eingeben. Heutzutage bekommst du ja keine Karte mehr, wenn du einreist, sondern es ist alles online. Such dir das raus mit Hilfe deiner Passnummer und gib die Nummer hier ein. Bei Frage 21 M1 und M2 bitte zweimal Ja ankreuzen. Bei Frage 26D schreibst du bitte rein Hunting License und gibst dem Verkäufer im Geschäft hier eine Kopie deines Jagdscheins. Das Ganze schickt er nun nicht mehr ein, sondern er ruft dort an. Nachdem die Hintergrundüberprüfung das bedingte Ja ergibt, sollte der Verkäufer die ATF-Händler-Hotline anrufen und denen deine Antworten durchgeben. Jetzt sollte der Antrag positiv entschieden werden. Nun musst du 3 Tage warten, bis du deine Waffen abholen kannst und bist ab sofort dann stolzer Waffenbesitzer in den USA. Jetzt brauchst du natürlich noch Munition. Munition ist viel einfacher zu kaufen. Da gehst du einfach ins Geschäft rein. Vielleicht brauchst du einen Ausweis, wenn du jetzt besonders jung aussiehst. Aber ansonsten spielt es eigentlich keine Rolle. Kauf dir die Munition, die du brauchst. So, jetzt ganz wichtig. Man hört ja immer in den USA, da dürfen alle so hier mit Pistolengürtel und so weiter rumlaufen, Open Carry in manchen Staaten, wie in Texas zum Beispiel. Das betrifft dich alles nicht, denn deine Rechte als Ausländer, was Waffen anbelangt, sind sehr beschränkt. Du darfst diese Waffe genau an 2 Orten aufbewahren, nämlich bei dir zu Hause. So, wenn du jetzt natürlich auf Reisen bist zum Jagen in deinem Hotel, ja, also in deiner Ferienwohnung, ja, und in deinem Auto, ja, sonst darfst du die Waffe nirgendwo aufbewahren. Die Waffe tragen und benutzen darfst du nur wie folgt. Gemäß Ausnahme 18 USC 922 Y2 ist es dir nicht gestattet, die Waffe jederzeit hier bei dir zu tragen am Körper. Lediglich auf dem direkten Weg zum Schießstand oder auf die Jagd ist das Mitführen der Waffe am Körper gestattet. Auf dem Weg zum Schießstand wäre sogar das offene Tragen erlaubt, oft jedoch nicht ratsam. Du darfst deine Waffe legal auf dem Schießstand und bei einer legalen Jagd benutzen und natürlich auch zu Hause, ganz klar. Ich hoffe, die Informationen haben dir geholfen. Wenn auch du Interesse hast, in die USA umzuziehen und dort zu leben, und ein Unternehmen hast, welches du in die USA gerne expandieren möchtest, dann melde dich doch bei uns. Wir helfen seit vielen Jahren Mandanten dabei, Unternehmen in den USA zu gründen und ihnen beim Umzug in die USA zu helfen, inklusive Visa-Formalitäten, Firmengründung, steuerliche Fragen und so weiter und so fort. Der Link zum Beratungsgespräch, der ist hier
in der Videobeschreibung. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Ich habe selbst lange, wie gesagt, in den USA gelebt. Ein tolles Erlebnis. Ich möchte es nicht missen. Ich freue mich, mit dir über dein amerikanisches Abenteuer zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.